Hallo bei Tipps-Lisine. Ich möchte heute diese kleine Form gestalten. Diesmal möchte ich sie mit einem Glitzereffekt machen. Ich habe hier solche Flicks und die anschließend mit verschiedenen Farben auffüllen, nachdem ich reines, klares Harz eingegossen habe. Aber um Akzente zu setzen, benutze ich noch meine Irisfarben. Man sieht die. Sie sitzt etwas ins Violette rein, das eher ins Rötliche. Und ja, damit behandle ich nur diese feinen Rillen hier drin und auch nur ein paar und dann schauen wir, was rauskommt. So, die Form ist jetzt ein wenig, nur etwas vorgefertigt sozusagen. Und ich möchte jetzt an einigen Stellen diese Flocken reinbauen. Dazu müsste ich aber erst einmal entweder mit normalem Harz vorgießen und trocknen lassen. Das ist mir jetzt zu viel. Ich benutze jetzt einfach mein Resin dazu. Und so wie es ist, lassen wir es einfach mal aushärten und danach gieße ich das normale Epoxidharz drüber. Gut, meine Form ist jetzt erstmal so hart. Ich habe ein ganz klares Harz angerührt und gieße das jetzt hier auf. So wenig wie möglich daneben zu gießen, was nicht immer ganz einfach ist. Jo, bisschen noch. Ups. Schnell man dann auch mal übergießt. Aber ich denke mal, jetzt kann man es erkennen, dass die Form voll ist, ja? Nun, ja, das sind meine ganz einfachen Harzformen, Harzfarben, Entschuldigung, die ich jetzt dann ganz einfach mal hier ein bisschen verteile. Das war jetzt Gelb, jetzt kommt Blau. Um die Farben ein bisschen munterer zu gestalten. Hier und da mal ein bisschen Gelb dazwischen. Hopp. Da noch. Das sind jetzt reine Farben und das sind mal selbst gemischte Alkoholings, Tangerine. Oh. Stopp. Das war so jetzt nicht geplant, denn der obere Stöpsel muss raus, ja. Zack. In dem Moment, wo ich jetzt die Alkoholings reingebe, vermischen sich auch die anderen Farben entschieden besser. Und ich hoffe, es entsteht ein wunderschönes buntes Bild. Und jetzt nochmal ein dunkles Grün.
Jetzt läuft es mir über. Also das Ganze nochmal ein bisschen zurück. Ich muss es auch versuchen, besser in die Waage zu stellen. Das kann ich erst am Endplatz, wo ich es dann trocknen lasse. Und ich jetzt hier die Farben nochmal. Ja, man erkennt schon sehr gut, es ist schlicht und einfach auch zu voll. Aber wir warten auf das Endergebnis. Bis dahin. Der Tag des Ausformens ist da. Das Ganze sieht jetzt so aus. Mir ist es ja doch ein bisschen überall übergelaufen. Von außen macht es einen recht bunten Eindruck. Von unten, nicht von außen. Und wir schauen jetzt, es ist 2 Tage her, damit auch die kleinen Fadensachen schon fest sind. Sonst ist es mit den Ausformen doch etwas schwieriger. Und ja, ich bin jetzt mächtig gespannt, was die Vorderseite hergibt davon. Ja, es lässt sich sehr gut aus der Form lösen. Ja, Stück für Stück. Braucht halt auch alles ein bisschen Zeit. Jetzt glaube ich, habe ich es. Yep. So, das liebe Tier von der Seite. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Kleine Überschüsse. Und ja, Krater sind drin. Man kann das hier sehen. Das muss man dann ein bisschen abfallen. Das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Und okay. Man kann fast die Tiefe gar nicht richtig einfangen. Also es sieht super toll aus. Und ist wirklich ein Highlight. Also das an der Wand, ja, das schaut wohl ein jeder hin. Und wenn dann noch das Licht verschieden reinfällt, doch, ich finde es echt toll. Hier kann man noch mit Goldstift ein bisschen Akzente setzen. Das werde ich vielleicht auch gleich mal tun. Und dann hole ich euch wieder dazu. Jetzt einfach mit Silber und Gold, also mit den beiden Stiften, ein paar ganz leichte Akzente gesetzt. Dabei sind mir ein paar Luftlöcher aufgefallen. Das sollte nicht passieren. Da muss ich das nächste Mal etwas vorsichtiger gießen. Aber ich finde es bis jetzt ganz toll und werde danach noch mit einem Tauchlack drüber pinseln. So, meine kleine Echse ist fertig. Ich habe sie lackiert. Ich habe begradigt, also abgefeilt ein wenig. Und ich finde sie super toll. Also man kann erkennen, dass sie noch ein bisschen leicht transparent ist. Und innen drin sind diese Flocken, die dann immer mal aufblitzen. So, ich bin verliebt. Mir gefällt sie. Geschmackssache, ich weiß, mir gefällt sowas einfach. Aber man kann sie ja individuell gestalten, man muss ja nicht so auffällig machen. Wobei ich sage, ich möchte es fast noch ein bisschen auffälliger. Aber wie gesagt, das kann ja dann jeder für sich entscheiden. Ich werde dran arbeiten, vielleicht sogar noch ein bisschen Glitzer rein. Mal schauen. Ich hoffe, sie gefällt trotzdem.
und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.